Hallo, werte EEP-Freunde. In diesem Video geht es darum, wie man sich mit Notebook LM ein Lua-Handbuch für EEP erstellen kann, dem man dann wie bei den heutigen KI-Tools üblich gezielte Fragen stellen kann, die dann auch themenspezifisch von der KI beantwortet werden. Dazu muss man der KI natürlich erst einmal das themenspezifische Wissen beibringen. Und das geschieht derart, dass man auf das entsprechende themenbezogene Fachwissen zurückgreift, das man zu dem hier in Rede stehenden Thema im EEP-Forum findet. Und zwar im Online-Handbuch im EEP-Forum. Das erreicht man oben über die Menüleiste des EEP-Forums bei Online-Handbücher und dort Online-Handbuch zu EEP 17 und dort im Kapitel 7, nein, es ist das Kapitel 9 Lua-Handbuch online. So, dieses Lua-Handbuch muss jetzt erstmal der KI inhaltlich zur Verfügung gestellt werden. Um diesbezüglich KI-Funktionen nutzen zu können und dies einzulesen, bietet sich das KI-Tool Notebook LM an, das man unter der Adresse notebooklm.google.com findet. Das ist also ein Tool, das von Google angeboten wird. Und man kann sich dort für die Nutzung von Notebook LM auch einfach mit seinem Google-Account anmelden. Das geschieht mit ein paar Mausklicks. Das will ich jetzt hier nicht weiter erläutern, weil das eigentlich allgemein bekannt sein sollte und auch ganz einfach geschieht, wenn man das erste Mal diese Seite notebooklm.google.com aufruft. Dann ergibt sich dort zwanglos die Möglichkeit, sich mit einem Google-Konto anzumelden. Das sollte also jedem eigentlich halbwegs PC-versierten Nutzer ohne weiteres möglich sein. Gut, dann hat man sich also bei Notebook LM angemeldet mit seinem Google-Account. Dann kommt man ziemlich zwanglos auf diese Seite hier und kann sich hier neue Notebooks erstellen, indem man eben auf Neu erstellen klickt. Zur Vorbereitung hole ich mir jetzt erstmal hier auf der EEP-Forums-Seite den Link zu diesem 9. Kapitel für das Lua Online-Handbuch, indem ich mit der rechten Maustaste auf diese Titelzeile klicke, rechte Maustaste, und dort auf diesem Menüpunkt im Kontextmenü gehe, Linkadresse kopieren. So, jetzt ist diese Linkadresse von diesem Unterkapitel im Online-Handbuch in der Zwischenablage gespeichert. Jetzt gehe ich auf Notebook LM und sage hier neu erstellen. Dann komme ich auf diese Eingabemaske, gehe hier unten auf Link Webseite, klicke hier in das Eingabefeld mit der rechten Maustaste und auf Einfügen, und dann wird mir hier der Link www.epforum.de Forum, Board und so weiter, Lua Handbuch Online, 9. Kapitel, hier ist die 9. Kapitel Lua Handbuch eingefügt. Und dann klicke ich noch hier unten auf Einfügen. So, jetzt wird das hier eingelesen. So, dann gehe ich wieder auf Online-Handbuch und klicke hier auf den Punkt 9.0 Lua-Grundlagen. Wieder Linkadresse kopieren und wieder auf Notebook LM Quelle hinzufügen. Webseite. Rechte Maustaste einfügen, einfügen.
So, jetzt ist das erste Kapitel hinzugefügt. 9.1 Systemvariablen. Linkadresse kopieren, Notebook LM, Quelle hinzufügen, Webseite, rechte Maustaste einfügen, einfügen. So, dann können wir hier mal kontrollieren. Wir haben also bisher das Lua-Handbuch 9.0.9.1. Dann kommt also jetzt 9.2. Systemfunktionen. Rechte Maustaste, Linkadresse kopieren. Lua-Handbuch, Quelle hinzufügen. Webseite, rechte Maustaste einfügen. Einfügen. Und das geht jetzt so weiter. Ja, das ist ein bisschen langweilig, ein bisschen repetitiv. Da kann man sich vielleicht auch von einer KI mal ein Skript zuschreiben lassen, um hier die Linkadressen abzufragen. Mit den allerneuesten Assistenzfunktionen von ChatGPT kann man sich so einen Assistenten basteln, der das dann sicherlich für einen auch wie ein altes Batch-Programm sozusagen abarbeitet, so als Stapelverarbeitung praktisch hier die Links raus kopiert und dann dort auf der anderen Seite einfügt. Das ist so ein typischer Stapelverarbeitungsprozess. Hatten wir jetzt in die Zwischenablage kopiert und hier fügen wir das wieder ein. Und jetzt habe ich so viel geschwatzt, dass ich vergessen habe, was ich hier einfügen. So, und einfügen. So, jetzt haben wir 9.3 hinzugefügt. Also ich darf nicht so viel schwatzen, sonst vergesse ich selber, was ich hier mache. 9.4 Linkadresse kopieren und dann hier wieder einfügen. So und einfügen. Und jetzt drücke ich mal in meiner Aufnahme hier mit OBS Studio auf Pause, um die geneigten Zuschauer nicht mit diesem repetitiven Prozess hier zu langweilen. Und ich kündige schon mal an, dass ich das hier so ungefähr fortsetzen werde. Wir sind ja jetzt bei 9.4 und das sind hier 21 Funktionen. Es ist so, dass man in Notebook LM nur 20 solche Quellen hier hinzufügen kann in der Free-Version. In der Bezahlversion von Notebook LM geht da natürlich viel mehr. Aber in der Free-Version kann man nur 20 solche Quellen hinzufügen. Und da jeder eingelesene Link hier so eine Quelle in Notebook LM ist, ähm, kann ich also nur 20 solche Kapitel hier hinzufügen. Und das sind aber 21 Kapitel. Das heißt, ich werde das jetzt bis zu den letzten Kapiteln hier unten fortsetzen und wahrscheinlich werde ich das letzte sicherlich auf jeden Fall und eventuell auch das vorletzte weglassen müssen, weil da dann diese Maximalzahl von 20 Quellen überschritten wird. Das sind aber auch so ziemlich die, ja, zumindest für den Lua-Anfänger unwichtigsten Funktionen, Umweltfunktionen und Stellpultfunktionen. Die sind nun schon ziemlich spezifisch. Und auch eventuell noch die Steuerdialogfunktionen. Also jedenfalls, ich werde mich bis hier unten hin irgendwo vorarbeiten, bis dann Notebook LM streikt bei der 20. Quelle. Und dann melde ich mich wieder und werde dann nochmal darauf eingehen, was man damit nun anfangen kann. Jetzt drücke ich hier in der Aufnahme erstmal auf Pause und melde mich ähm, ja, nach gewisser Zeit dann wieder. So, da bin ich wieder mit der Fortsetzung. Und zwar sieht man, dass jetzt hier links unter der Auflistung der Quellen diese Liste wesentlich länger geworden ist. Und man kann hier auch erkennen, dass diese Liste sogar bis 9.21 geht.
Also sind da doch offensichtlich alle Links, alle Quellen sind da eingelesen worden bis 9.21, was ja nun mal sehr schön ist. Also Notebook LM scheint das nicht ganz so eng zu sehen mit den 20 Quellen. Was weiß ich jetzt? Ich forsche da nicht weiter nach, ist mir ja recht, wenn das hier alles eingelesen ist. Und jetzt habe ich hier mein EP7 Lua-Handbuch. Das ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Ist das hier etwa irgendwie ein Tippfehler oder was? EP17 Online-Handbuch. Kapitel 7, nee, das war ja Kapitel 9. Das ist hier auch, hier sind zum Beispiel mal die Überschriften unterschiedlich. Hier steht Kapitel 8 Signalsteuerung und bei Kapitel 9 steht dann nicht mehr neuntes Kapitel, sondern nur noch 9 Punkt. Lua-Handbuch, kleine Inkonsistenz, aber auch nicht schlimm. So, dann haben wir hier das jetzt also alles eingelesen und können uns auf Notebook LM konzentrieren. Und hier unten wird uns schon mal ein Prompt vorgeschlagen. Was beschreibt das Lua-Handbuch für EEP umfassend? Wenn wir da draufklicken, dann rattert die KI jetzt hier los und sucht sich die Daten zusammen, was hier alles in diesem Online-Lua-Handbuch für EEP beschrieben wird und verfasst uns hier mal eine kurze Zusammenfassung. Das ist also noch keine konkrete Fragestellung, sondern das ist jetzt eine allgemeine Zusammenfassung, so eine Art Inhaltsangabe, auch gleich mit Fundstellen, die man dann auch anklicken kann. Hier Fundstelle 7 einfach ist und keine farbliche Lua. Was? Skript verfügt über einen internen Lua-Skript-Editor, der jedoch sehr einfach ist und keine farbliche Lua-Unterstützung bietet. Fundstelle 7. Dann springt der hier hin zur Quellenübersicht, zur Fundstelle 7 und markiert hier der interne Lua-Skript-Editor. Das ist also jetzt die Stelle aus dem Lua-Handbuch. Da steht hier auch, der ist ein sehr einfacher Editor. Er bietet unter anderem keine farbliche. Also das ist keine Kritik von Lua, Quatsch, von Notebook LM, dass der nur sehr einfach ist. Das ist nicht kritisch gemeint, sondern das ist ein übernommenes wörtliches Zitat aus der Quelle, aus dem Original Lua-Handbuch. Da steht das also tatsächlich direkt so drin. Ist ja auch richtig so, ist ja auch okay. Gut. Man kann ja auch externe Editoren nutzen. Das steht sicherlich hier auch irgendwo. Ich lese das jetzt nicht alles durch. Ich will das ja nur mal zeigen. Das ist also auf die erste Beispielsfrage. Das war ja auch nur hier unten aus diesen Vorschlägen mal zufällig ausgewählt. Hier steht übrigens auch, dass er 23 Quellen verwendet. Ja. Und das ist also das hier das mittlere, das ist das eigentliche Chatfeld und man hat dann hier rechts noch die Möglichkeit, sich in dem sogenannten Studiobereich sich erstmal eine Audiozusammenfassung erstellen lassen. Dann wird einem das also praktisch alles vorgelesen. Wenn man also das während der Autofahrt zum Beispiel sich auf dem Handy vorspielen lässt, das Handy schön aus der Hand legt auf die Mittelkonsole oder in die Handyhalterung und sich das dann im Auto über Kopfhörer oder über Lautsprecher irgendwie vorlesen lassen will, so als Podcast sozusagen, dann kann man sich hier also eine Audiozusammenfassung von diesem Handbuch generieren lassen. Dann hat man die Möglichkeit, sich hier eine Arbeitshilfe erstellen zu lassen. Also ich verweise jetzt auch mal auf allgemeine Erläuterungsvideos zu diesem Notebook LM. Da wird einem das dann von anderen YouTube-Nutzern dann auch nochmal ausführlich erklärt, was dieses Notebook LM ist. Und man kann sich hier Fax erstellen lassen, also häufig gestellte Fragen. Dann wird das kurz generiert. Wiederum aus dem gesamten Quellenpool hier, aus diesen 23 Quellen, werden jetzt also häufig gestellte Fragen und Antworten generiert. Was ist Lua und wie wird es in IEP verwendet?
Wenn man da draufklickt, dann erhält man hier also die Ansichtsfassung davon. Das ist auch ein längerer Text. Dann kann man hier oben wieder auf dieses Minimieren klicken. Dann kommt man hier zurück und dann kann man sich noch ein Briefing-Dokument erstellen lassen. Das ist auch gleich fertig. Das ist auch nochmal eine etwas anders geartete Zusammenfassung dieser ganzen Quellen. Werden wir gleich sehen. Die ist dann häufig auch noch etwas ausführlicher. Schauen wir mal, wird ja gleich fertig sein. So, jetzt haben wir, das fängt in der Regel mit dem Wort absolut Ausrufungszeichen an. Hier ist ein detailliertes Briefing-Dokument, das die Hauptthemen und wichtigsten Ideen aus den bereitgestellten Quellen, also aus diesem EEP-Lua-Handbuch, zusammenfasst. Lua, Portugiesisch für Mond, ist eine imperative und erweiterbare Skriptsprache, also eine Programmiersprache und so weiter. Das kann man sich dann auch alles durchlesen und hat damit schon mal eine kurze Zusammenfassung von alledem. So, jetzt gehen wir mal hier zurück in diesen Chat-Bereich und geben hier mal eine konkrete Frage ein. Und dazu wechsle ich noch einmal hier ins Forum und da hatte der gute Lutz schon verwiesen zu der Frage von Hein von Frohnau auf einen anderen Faden-Thread im Forum. Guckst du auch, andere waren schon daran interessiert. Und da öffnet sich dann dieser andere Forenbereich hier und da hatte mal ein anderer EEP-Freund eine Art Pflichtenheft entwickelt. Einfache Kreuzung, Kreuzung mit Fahrspuren für Links- und Rechtsabbieger, T-Kreuzung erstmal ohne Kontaktschleifen. Danach habe ich mir dann überlegt, was genau passieren soll, also wie der Ablauf der Schaltung sein. Dazu habe ich ein paar Testanlagen gebaut und angefangen habe ich mich mit meiner einfachen Straßenkreuzung. Die Anforderung: Es haben zwei Fahrtrichtungen, zum Beispiel Nord und Süd, grün, während die anderen beiden West und Ost rot haben. Die Ampeln bleiben für 60 Sekunden auf grün. So, das übernehmen wir mal als Frage, kopieren das in die Zwischenablage und gehen zurück zu unserem Handbuch hier und geben mal hier unten in den Prompt ein: Entwickle ein Lua-Skript für folgende Situation an einer Straßenkreuzung mit Ampelschaltung. Doppelpunkt und neue Zeile. So, entwickle ein Lua-Skript für folgende Situation an einer Straßenkreuzung mit Ampelschaltung. Es haben zwei Fahrtrichtungen, zum Beispiel Nord und Süd. Also das ist jetzt aus der Zwischenablage kopiert mit den Ampeln der Nord- und Südrichtung los. Und das werfen wir jetzt mal diesem Lua-Handbuch hier zum Fraß vor. Und ich habe das noch nicht ausprobiert. Das ist absolut live während der Aufnahme. Ich weiß jetzt nicht, was hierbei rauskommt. Bin selber mal äußerst gespannt. So, jetzt rödelt das hier. Und bin ja mal gespannt. Ah, so, na bitte. Es hat ein paar Sekunden gedauert, aber hier oben sehe ich auch ein längeres Skript. Entwickle ein Lua-Skript. Um ein Lua-Skript für beschriebene Ampelschaltung an einer Straßenkreuzung zu entwickeln, können folgende... Was?
Informationen aus den Quellen verwendet werden. Grundstruktur. Das Skript benötigt eine EEP-Main-Funktion, die zyklisch aufgerufen wird, um die Zeit zu verfolgen und die Ampeln entsprechend zu schalten. Die Zeit in EEP kann über Systemvariablen EEP Time, Time, bla 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 erfasst werden. Signalsteuerung können mit der Funktion EEP Set Signal gesteuert werden. Jedes Skript hat eine ID und so weiter. So, ich werde das, hier ist ein Beispiel für ein Lua-Skript, Variablen für die Signal-IDs. Ampel West, Ost, Grün, also 1, 2, 3, 4. Da werden bestimmte Ampeln als lokale Variablen festgelegt. ID der Ampel, also des entsprechenden EEP-Modells. Die ID dann, die muss da eben eingetragen werden. Local, Zeit, Phase, Funktion. Also ich habe keine Ahnung von Lua. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier Quatsch mit Blödsinn ist oder Blödsinn mit Quatsch. Keine Ahnung, was das hier für ein Skript ist. Erläuterung, es wird dann erläutert. Und diese Sache, die kann ich in einer Notiz speichern. Dann wird das hier rechts als Ampelsteuerung mit Lua hinzugefügt und ich kann es hier unten, war das nicht irgendwo möglich, das rauszukopieren? Ich kann allerdings auch sicherlich hier auf diese Notiz gehen, als Quelle festlegen. Hier oben kann ich das löschen und ich kann das alles sicherlich hier oben irgendwo den Cursor hinsetzen und kann ich dann zum Beispiel, das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, ich kann doch vielleicht Steuerung A, ja, mit Steuerung A kann ich nur alles hier in die Zwischenablage kopieren, das ist mir dann doch ein bisschen viel. Kann ich nicht das hier alles auch mit den Erläuterungen markieren und mir in die Zwischenablage kopieren? Das wäre dann das um ein Lua-Skript. Genau, das ist das. Und das nehme ich mir jetzt mal auf meinen Desktop. Neues Textdokument. Öffne das in Notepad++ und sage hier aus der Zwischenablage einfügen und sehe hier mein Lua-Skript mit all den Erläuterungen. So, und das speichere ich mal kurz, minimiere das und beende dann jetzt mal meine Aufnahme hier im OBS-Studio, lade das alles zu YouTube hoch, veröffentliche das da, bringe das dann im IEP-Forum hier in dem entsprechenden Thread. Wo war das jetzt? Hier, es haben zwei Lua-Skripte hier bei Hein von Frohnau. Entweder hänge ich, danke Eke scheint ja noch im absoluten Anfangsstadium, bin gespannt, inwieweit sich das entwickelt. Hallo Heiner, meine Meinung dazu, ein Lua-Skript KI erstellen lassen mag für einige, denn von bestimmten haben schon viele, aber für Lua bestimmte Anwendungen kommen dann noch weitere. Man sollte sich EEP Lua schon etwas, ja natürlich sollte man das tun. In der Tat liegt mir selber daran, Lua zu lernen. Ich hatte in diesem Gemini von Google, weil ich für kein Geld ausgeben wollte. Ja, da gibt es aber übrigens auch eine Möglichkeit, die ich hier nur mal erwähnen will. Man kann das von ChatGPT nutzen, was sich hier Playground nennt. Das ist der Playground von OpenAI, also der Spielplatz. Das nennt sich hier plattform.openai.com Playground.
Da kann man sich auch anmelden mit seinem entweder ChatGPT-Account oder mit seinem Google-Account und kann dann diesen Playground nutzen. Dazu kann man einen geringen Betrag zahlen, der also deutlich unter den 20 € liegt, der sonst für die Versionen von ChatGPT mindestens verlangt wird. Da gibt es ja inzwischen zwei verschiedene kostenpflichtige Versionen. Eine kostet 20 € pro Monat als Abonnement und eine kostet sogar 200 €. Also das ist ja wohl außerhalb unserer Reichweite hier im EEP-Bereich. Das ist ja nur was für professionelle Entwickler, die damit dann auch richtig Geld verdienen, wo die Summe dann wiederum relativ gering sein mag. Kommt ja immer, es ist ja alles relativ. Jedenfalls gibt es auch diese Möglichkeit und in diesem Playground hier bezahlt man nur das, was man tatsächlich nutzt. Das heißt, man zahlt auf eine Art Konto ein und kann da Beträge so ab 5 € kann man da einzahlen. Muss man eine Kreditkarte haben, kann man sich so eine virtuelle Online-Kreditkarte besorgen, habe ich gemacht. Und braucht also keine richtige Kreditkarte, sondern nur so eine virtuelle Kreditkarte. Hauptsache, man hat die entsprechenden Daten, Kreditkartennummer, die bekommt man da auch und kann dann so eine Online-Kreditkarte nutzen. Das sind Debitkarten, also Guthabenkarten und genauso mit einem Debitkonto funktioniert auch dieses OpenAI Playground. Man hat dort also nur ein reines Guthabenkonto. Man kann auch die Option deaktivieren mit einem Opt-out, dass man also nicht monatlich automatisch weitere Abbuchungen haben will, sondern man kann das dann nur so lange nutzen, bis dieses Guthaben eben aufgebraucht ist und muss es dann jedes Mal wieder manuell neu aufladen. Man hat also die volle Kostenkontrolle. Und wenn man da immer nur 5 € auflädt, ich habe in dem Falle hier mal 10 $ sind es dann, 10 $ plus 1 $, ein paar gedrehte für irgendwelche Steuern oder was weiß ich. Also es waren unterm Strich dann 11 € ungefähr, habe ich da jetzt aufgeladen und habe die hier auch als Guthaben und man kann sich das dann auch, das Guthaben hier auch unter Profil kann man sich das ansehen. Man sieht hier also Billing, das sind also die Bezahloptionen. Ich habe von meinem Guthaben von 10 $ jetzt nach ein paar Testversuchen, die ich hier gemacht habe, noch 9,89 € übrig. Das reicht also ziemlich lange und es ist im Verhältnis jede einzelne Sache, die man hier ausprobiert, bewegt sich im Cent-Bereich. Das ist also fast lächerlich preiswert. Man kann sich hier unter Usage, also unter der Benutzung, unter der Ausnutzung des Ganzen, kann man sich auch recht genau ansehen, wie man das bisher genutzt hat. Ich habe auch mal Text-to-Speech genutzt. Man kann auch hier hat man wieder eine Funktion, dass man sich das also vorlesen lassen kann, dass man also Text-to-Speech, also Text zu Sprache, sich einen Text in Sprachausgabe umwandeln kann. Dafür habe ich mal 0,04 Cent verbraucht. Und für die Nutzung von GPT-4o, also einer sehr guten Variante von GPT, die einem, glaube ich, in der Free-Version noch gar nicht zur Verfügung steht, weiß ich jetzt nicht so genau, aber hier steht sie einem dann zur Verfügung. Also man sieht hier an den Centbeträgen, dass das also lächerlich wenig ist. Die grüne Farbe, die steht dann auch für einen bestimmten Nutzungsbereich und das dunkelgrüne auch. Also Input, Cached, Input und Output. Input und Output. Input sind 1 Cent und Output sind 4 Cent. Also das ist nicht der Rede wert. Da kann man also für diese 10 $ oder 10 € oder was das da sind, also die Hälfte des sonst üblichen Monatsbetrages, und das ist auch hier nur eine einmalige Zahlung. Also ob ich das jetzt in einem halben Jahr oder in einem Jahr verbrauche,
hängt ganz davon ab, wie oft ich das für meine Spielereien benutze. Und hier kann man zum Beispiel auch diese Geschichte aus diesem Notebook LM hier, aus dieser Geschichte, kann man dann auch dorthin zu ChatGPT übertragen und da noch weiter verarbeiten und verbessern und verschönern und noch da weiter mit rumspielen. So, ich will hier nochmal zeigen, nochmal auf die Startseite von diesem Notebook LM. Ich habe hier gestern und jetzt heute habe ich noch dieses Lua-Handbuch hier erstellt und gestern hatte ich schon erstellt hier die ganzen einzelnen Kapitel aus dem EEP 17 Handbuch im EEP-Forum. Die habe ich mir also alle mühevoll kann man nicht sagen, aber eben in einer langweiligen, sich wiederholenden Aktion habe ich mir die Menüpunkt für Menüpunkt, Link für Link habe ich mir die ja eingelesen. Und da ich davon ausgegangen bin, dass das immer maximal 20 Quellen sind, habe ich also für jedes einzelne Kapitel mir hier ein eigenes Handbuch angelegt. Ach so, und das habe ich dann gemacht. Ich habe mir diese einzelnen Handbücher aus Notebook LM, habe ich mir dann alle in ein einziges ChatGPT Dokument reinkopiert, weil es da also diese Mengenbeschränkung, glaube ich, nicht gibt. So ganz zu Ende habe ich das auch noch nicht ausprobiert, muss man dann mal sehen. Eventuell kann man sich das dann zu einem allumfassenden Handbuch für EEP auch mal zusammenrühren und zusammenfassen, indem man das alles in ein Dokument reinpackt. Was all diese Dinger gemeinsam haben, aber vor allen Dingen auch dieses Notebook LM, man kann diese Sachen wohl, sage ich mal, mit einem Fragezeichen in Klammern dahinter noch nicht öffentlich freigeben. Das beschränkt sich dann immer auf die private Nutzung desjenigen, der sich die Mühe gemacht hat, sich das hier auf seinem Rechner lokal einzulesen. Und derjenige, der sich die Mühe gemacht hat, der kann dann auch so eine Fragen stellen, wie ich das jetzt eben hier gemacht habe. Und ja, und dann kann man sich eben hier, wenn man sich das dann als Notiz gespeichert hat, hier diese einzelne Frage mit der einzelnen Antwort, die kann man sich dann hier als die Notizzettel, kann man sich die dann hier speichern und kann dann hier auf seinem eigenen Rechner in seinem lokalen Netzwerk immer wieder auf diese Antworten zugreifen. Und wenn man will, kann man das so machen wie ich jetzt, indem man eben sich das hier über die Zwischenablage kopiert und letzten Endes dann als eigenen Beitrag auch im EEP-Forum einfügt. Ich sehe da auch keine Probleme mit Urheberrecht oder mit irgendwas, denn im EEP-Forum wird das öffentlich kostenlos zur Verfügung gestellt und ja, ich habe diese öffentlich zugänglichen kostenlosen Informationen aus dem EEP-Forum genutzt. Hier mit einem kostenlosen, öffentlich zugänglichen KI-Tool eingelesen, dort eine Frage gestellt. Und diese Frage stelle ich dann wiederum im EEP-Forum öffentlich zur Verfügung. Ich verdiene damit kein Geld. Ich nutze das nicht kommerziell. Auch dieses Video bei YouTube wird nicht kommerziell genutzt, denn ich schalte da keine Werbung mehr. Das werde ich in Zukunft, ich bezeichne das jetzt, es kann sein, dass ich das noch als Werbevideo bezeichne, das mache ich eigentlich sowieso immer. Ich bezeichne alles als Werbevideo, egal ob das ein Werbevideo ist oder nicht. Wenn mich dann jemand abmahnen wollen würde, weil er meinen würde, dass etwas ein Werbevideo sei, was ich nicht als solches bezeichnet hätte, dann könnte ich ihm ja entgegenhalten, dass ich das Video ja doch als Werbevideo bezeichnet habe, obwohl es ja eigentlich keines ist. Ja, wollen wir den Satz jetzt noch verlängern? Nein, ich denke mal, es ist gesagt, was dazu zu sagen ist.
Also die Bezeichnung Werbevideo ist rein vorsorglich. Ja, gut. Dann werde ich das jetzt mal machen. Ich werde die Aufnahme beenden, das zu YouTube hochladen und das ins Forum stellen und dann schauen wir mal, was es da für Reaktionen gibt. Und ich hoffe, das ist für den einen oder anderen dann auch hilfreich. Und wie immer wünsche ich weiterhin viel Spaß mit EEP und mit dem schönen EEP-Forum.